Hallo, willkommen beim Ecom Videocast für den Februar. Wie geht es euch? Habt ihr euch schon erkältet? Es ist so kalt geworden in Japan. Aber in Deutschland ist es jetzt auch ziemlich kalt geworden. Da müssen alle gut aufpassen, dass sie keine Erkältung bekommen. Also zieht euch warm an. Heute wollen wir wieder über ein Season-Thema sprechen und über ein Culture-Thema. Das Season-Thema ist in diesem Monat über den Karneval, der in Deutschland stattfindet. Und das Culture-Thema über zwei beliebte deutsche Brettspiele. Hören wir uns das mal an. Los geht's! Im Februar ist es in Deutschland genauso wie in Japan ziemlich kalt und die Tage sind sehr, sehr dunkel und viele Leute sind in ihren Wohnungen und in ihren Häusern. Aber es gibt auch ein ganz, ganz tolles, buntes Event im Februar in Deutschland und zwar den Karneval oder man nennt den Karneval auch Fasching. Hier könnt ihr das sehen. Beim Karneval gehen die Leute auf die Straße in ganz bunten Kostümen und mit bunten Masken und versammeln sich in großen Straßen, wo es Umzüge gibt. Umzüge sind Paraden auf den Straßen, wo Musiker und Tänzer durch die Straßen laufen und es gibt sehr bunt geschmückte Wagen, diese Karnevalswagen. Hier vor diesen Wagen stehen die ganzen Besucher in ihren Kostümen und rufen Hello, Alaf! Und dann werfen die Männer, die auf diesen Wagen sind, Süßigkeiten und Blumen zu den Leuten runter. Das sorgt immer für ziemlich gute Stimmung. Warum machen die Deutschen denn das überhaupt? Diesen Karneval macht man, um den dunklen Winter und die bösen Geister des Winters zu vertreiben und den Frühling willkommen zu heißen. Es ist noch ziemlicher Winter im Februar, aber die Deutschen versuchen, den Frühling einzuladen und das machen sie mit diesen bunten Kostümen. Man nennt in diesen Teilen Deutschlands, wo das gefeiert wird, diese Jahreszeit sogar 5. Jahreszeit, weil das so wichtig ist. Abends kann man überall im Fernsehen Karnevalsshows sehen, wo berühmte Musiker und Comedians eine Show machen und die Leute richtig gut lachen können, damit sie positiv in das neue Jahr gehen. Auch in den Schulen findet der sogenannte Fasching statt. Das heißt, die ganzen Schüler gehen in bunten Kostümen in die Schule und spielen dort Spiele und feiern zusammen und haben einfach ganz viel Spaß. Ich selbst habe in meiner Schulzeit auch Fasching in der Schule gefeiert und habe mich manchmal als Clown verkleidet oder als Pirat oder als Schwein. Also alles ist okay. Mich würde mal interessieren, wie ihr euch verkleiden würdet, wenn ihr in Japan Fasching feiern könntet. Vielleicht als Maneki-Neko oder als Ninja? Erzählt mir das doch mal im nächsten Unterricht. Die Deutschen lieben Brettspiele und allgemein Spiele sehr, sehr gerne. Da der Winter natürlich eine sehr, sehr kalte Jahreszeit ist und die Leute nicht viel rausgehen, sondern die meiste Zeit in ihren Häusern verbringen, sind besonders in dieser Jahreszeit Brettspiele sehr, sehr beliebt. Ich möchte euch heute mal 2 Spiele vorstellen, die die Deutschen besonders gerne spielen. Ein sehr bekanntes Spiel ist Die Siedler von Catan. Viele Leute nennen das Spiel auch nur Die Siedler oder Siedler. Es ist ein ziemlich schwieriges und komplexes Spiel und dauert viele Stunden, weshalb es meistens im Winter gespielt wird, weil die Deutschen im Sommer lieber in den Garten oder nach draußen gehen. Bei Die Siedler von Catan muss man Dörfer und Städte bauen und dafür muss man zum Beispiel ein Farmer werden und Getreide anbauen, womit man dann Geld verdienen kann oder seine Tiere, die auf den Weiden sind, ernähren kann. Oder man muss einen Wald anbauen, damit man das Holz bekommen kann, um Häuser zu bauen. Ziel dieses Spieles ist, dass man möglichst große Städte und möglichst große Dörfer baut und die anderen Spieler immer weniger Platz haben und immer weniger Geld haben. Dann bekommt man immer mehr Punkte und hat am Ende das Spiel gewonnen. Das hört sich so einfach an, aber es ist wirklich, es hat sehr, sehr viele Regeln und ist für viele Leute sehr, sehr schwierig, weshalb es bei manchen Leuten beliebt, aber auch unbeliebt ist, weil man es nicht schnell in einer halben Stunde spielen kann. Ein weiteres sehr, sehr beliebtes Spiel, das es schon seit 20 Jahren in Deutschland gibt und was mein persönliches Lieblingsspiel ist, heißt Tabu. Kennt ihr das Wort Tabu?
Das gibt es auf Deutsch und natürlich auch auf Englisch, dieses Wort. Tabu ist eigentlich ein Kommunikationsspiel und ein Partyspiel, weil es ziemlich lustig ist. Und zwar bei Tabu hat man 2 Teams und in diesem Team muss immer eine Person seinem Team ein Wort erklären, aber auf einer Karte stehen 5 Tabuwörter. Das heißt zum Beispiel, ich soll das Wort Cappuccino erklären, aber ich darf nicht das Wort Kaffee, Milch, Becher, Stuhl und vielleicht Kuchen benutzen. Und irgendwie muss ich aber meinen Teammitgliedern erklären, dass ich das Wort Cappuccino meine. Das andere Team passt gut auf, wie ich das Wort erkläre. Und sobald ich eines dieser 5 Tabuwörter benutze, benutzen sie eine Hupe, dann macht es Miep, Miep. Und ich habe leider verloren und bekomme keinen Punkt. Das ist ziemlich lustig, weil es nämlich total schwer ist, bestimmte Wörter zu erklären, wenn man die wichtigsten Wörter, die man dafür zu dieser Erklärung benutzen muss, nicht benutzen darf. Ich würde wahnsinnig gerne mal die japanischen Brettspiele kennenlernen. Ich kenne mich da gar nicht gut aus. Vielleicht wäre das ein gutes Thema für unseren nächsten Unterricht. Schlagt mir doch mal ein paar japanische Brettspiele vor. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Das war der Videocast für Februar. Wie hat es euch gefallen? Habt ihr wieder was dazu gelernt? Wie ihr seht, hat Sprache lernen ja nicht nur was mit der Sprache zu tun, sondern man lernt auch immer automatisch etwas über die Kultur. Vielleicht helfen euch ja die Videocast-Themen dabei, mit Deutschen in Japan in Kontakt zu kommen und ihr habt eine Idee, über welche Themen ihr mit ihnen sprechen könnt. Vielleicht habt ihr ja das Glück, mal mit einem Deutschen über deutsche Brettspiele zu sprechen und dabei habt ihr dann wieder eine Motivation, neue deutsche Wörter zu lernen. Also, lernt fleißig weiter. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen!